etwa 1159 nach Christus entwarf der Mathematiker Bhaskara der Lehrer ein Rad mit gekrümmten Quecksilberbehältern. Er nahm an, dass das Quecksilber beim Drehen des Rades auf den Boden des jeweiligen Behälters fließen würde, wodurch eine Seite des Rades immer schwerer wäre als die andere und sich das Rad endlos drehen würde. Bhaskaras Zeichnung gehört zu den frühesten Entwürfen eines Perpetuum mobile, einer Vorrichtung, die ohne externe Energiezufuhr ewig weiterläuft. Stell dir eine Windmühle vor, die selbst den Wind erzeugt, der sie antreibt. Oder eine Glühbirne, deren Leuchtkraft den Strom für sie erzeugt. Solche Vorrichtungen haben die Fantasie vieler Erfinder beflügelt, weil sie unser Verständnis von Energie verändern würden. Wenn man zum Beispiel ein Perpetuum mobile bauen könnte, das den Menschen in sein perfekt funktionierendes System einschließt, würde das Leben unendlich fortdauern. Das Problem dabei: es funktioniert nicht. Alle Ideen für ein Perpetuum mobile verstoßen gegen mindestens ein Grundgesetz der Thermodynamik, dem Zweig der Physik, der die Beziehung zwischen verschiedenen Energieformen beschreibt. Laut dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik kann Energie weder erzeugt noch vernichtet werden. Man kann nicht mehr Energie gewinnen, als man zuführt. Das macht ein nutzbares Perpetuum mobile unmöglich, da eine Maschine nur so viel Energie erzeugen kann, wie sie verbraucht. Es bliebe nichts übrig, um damit ein Auto anzutreiben oder ein Handy aufzuladen. Aber was, wenn die Maschine einfach nur weiterlaufen soll? Erfinder haben schon zahlreiche Ideen vorgestellt. Einige waren Variationen von Bhaskaras überbalanciertem Rad mit rollenden Kugeln oder Gewichten an schwingenden Armen. Keine davon funktioniert jedoch. Die beweglichen Teile, die eine Seite des Rades schwerer machen, verlagern auch dessen Schwerpunkt nach unten, unterhalb der Achse. Durch den niedrigen Masseschwerpunkt schwingt das Rad hin und her und bleibt dann stehen. Wie sieht es mit einem anderen Ansatz aus? Im 17. Jahrhundert kam Robert Boyle die Idee für ein selbstbewässerndes Gefäß. Er vermutete, dass die Kapillarität, die Anziehungskraft von Oberflächen auf Wasser, durch die dieses in dünnen Röhren aufsteigt, das Wasser im Gefäß in Bewegung halten könnte. Aber wenn der Kapillareffekt stark genug ist, um die Schwerkraft zu überwinden und das Wasser nach oben zu ziehen, würde er auch verhindern, dass es zurück ins Gefäß fließt. Es gibt noch andere Versionen mit Magneten, wie diese Rampe. Der Ball soll dabei vom Magneten an der Spitze nach oben gezogen werden, durch das Loch wieder nach unten fallen und dann wiederholt sich das Ganze. Diese Variante scheitert daran, dass der Magnet den Ball einfach oben festhalten würde. Selbst wenn das nicht der Fall wäre, würde die Kraft des Magneten mit der Zeit nachlassen und irgendwann versagen. Damit diese Mechanismen weiterlaufen, müssten sie zusätzliche Energie erzeugen, um das System über den Haltepunkt hinaus zu bewegen, was den ersten Hauptsatz der Thermodynamik verletzt. Es gibt zwar Maschinen, die scheinbar immer weiterlaufen, aber diese beziehen in Wirklichkeit Energie aus einer externen Quelle. Selbst wenn es Ingenieuren gelänge, eine Maschine zu entwickeln, die nicht gegen den ersten Hauptsatz der Thermodynamik verstößt, würde sie nicht funktionieren, weil da noch der zweite Hauptsatz ist. Dieser besagt, dass sich Energie durch Prozesse wie Reibung verteilt. Jede echte Maschine hätte bewegliche Teile oder Wechselwirkungen mit Luft- oder Flüssigkeitsmolekülen, die winzige Mengen an Reibung und Wärme erzeugen, selbst in einem Vakuum. Diese Wärme ist entweichende Energie, wodurch die für die Bewegung des Systems zur Verfügung stehende Energie abnehmen würde, bis die Maschine stehen bleibt. Diese beiden Gesetze der Thermodynamik haben bisher jede Idee für ein Perpetuum mobile und die Träume von einer perfekt effizienten Energieerzeugung zunichte gemacht. Dennoch kann man nicht sagen, dass nie ein Perpetuum mobile erfunden wird, da wir immer noch sehr viel über das Universum nicht verstehen. Vielleicht stoßen wir auf neue exotische Formen von Materie, die uns zwingen, die Gesetze der Thermodynamik zu revidieren. Oder vielleicht ist ein Perpetuum mobile ja auf Quantenebene möglich. Doch einigermaßen sicher ist, dass wir nie mit der Suche aufhören werden. Sie ist das Einzige, was wirklich ewig weiterzulaufen scheint.
Du willst mehr über technische Meisterleistungen aus aller Welt erfahren? Lerne in diesem Video, wie der Turm von Pisa seine berühmte Schieflage bekam. Und abonniere unseren Kanal, damit du über weitere TED-Ed-Videos auf dem Laufenden bleibst.